Da ziehen sie vorbei, die Figuren des Glockenspiels. Zwei interessante Frauen sind dabei, Herrscherinnen und Regentinnen über diese Stadt in Friesland. Einmal Fräulein Maria, die Tochter eines Ostfriesenhäuptlings, die im 16. Jahrhundert lebte und der Stadt die Stadtrechte verlieh. Und Katharina die Große, Zarin von Russland, denn die Kaiserin war im 18. Jahrhundert tatsächlich Herrscherin über diese friesische Stadt. Wir sind in Jever, der Stadt, nach der ein bekanntes Bier benannt ist. Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir in Friesland angekommen. Wir sind in der Stadt Jever auf der ostfriesischen Halbinsel. Wir sind im Zentrum der 15.000 Einwohnerstadt. Und hier treffen wir gleich auf Fräulein Maria, die bis heute in Jever verehrt wird. Hier erinnert ein Denkmal an die Häuptlingstochter. 1500 wurde sie geboren, 75 Jahre wurde sie alt. Ihr Vater war Häuptling Edo Wimken der Jüngere. Die Friesen hatten im Mittelalter ja keine feudale Herrschaft, sondern waren in Bünden organisiert, und deren Anführer nannten sich Häuptlinge. Erst starb ihr Vater, dann ihr Bruder, der Häuptling hätte werden sollen. Da war sie 17 Jahre alt. Maria war eine viel umworbene Frau. Dabei ging es natürlich um den Besitz des Landes. Sie wuchs aber in ihre Aufgabe hinein, übernahm immer mehr die Regierungsgeschäfte und fällte wichtige Entscheidungen. Alles Entscheidungen, die Jever sicherten. Sie ließ die Stadt befestigen, baute eine Stadtmauer. Sie schloss geschickte Verträge, führte Prozesse, suchte Verbündete. Und das ist das Schloss, zu dem Fräulein Maria eine Burg umbauen ließ. Der ehemalige Bergfried ist derzeit angerüstet. Er ist 67 Meter hoch. Die Burg selbst war 1370 gebaut worden. Fräulein Maria, die erhob Jever zur Stadt und baute sie als Residenzstadt aus. Sie ließ die Burg zum Schloss umbauen und sie förderte den Deichbau. Sie ließ zur Landentwässerung Siele anlegen und gründete eine Schule, das heutige Gymnasium. Wir sind jetzt in der historischen Altstadt, die liegt neben dem Schloss. Die Stadt liegt ja auf einer Geesszunge, das heißt, sie liegt fast 8 Meter über dem umliegenden Marschland. Jever hat früher am Meer gelegen, hier war Nordseestrand. Im 10. und 11. Jahrhundert hatte Jever einen Hafen. Das ist dann alles versandet und heute liegt Jever etwa 10 Kilometer von der Küste entfernt. Die Straßen der Altstadt, Kopfsteinpflaster, alte und moderne Häuser nebeneinander. Einiges wurde abgebrochen, andere Häuser saniert, dazwischen neue gebaut. Weil die Ostfriesen das Jeverland überfallen hatten, vermachte Maria in ihrem Testament ihr Land dem Grafen von Oldenburg. Auf keinen Fall sollte es je zu Ostfriesland gehören. Wo Maria nach ihrem Tod begraben wurde, weiß man nicht. Nach der Legende ist sie in den Gängen des Schlosskellers verschwunden. Um ihr den Weg zurück in die Stadt zu ermöglichen, läuten bis heute abends die Kirchenglocken. Ein akustischer Wegweiser sozusagen. Maria hatte Jever und das Jeverland an den Grafen von Oldenburg vererbt. Als das Grafenhaus ausstarb, ging der Besitz an das Fürstentum Anhalt-Zerbst. 1793 erbte das wiederum eine Enkelin des letzten Fürsten. Und das war Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst. Die kennt man besser unter dem Namen Katharina die Große, Kaiserin von Russland. Der Kirchplatz. Hier steht die Stadtkirche. Ein ganz schön hoher Turm. Hier gibt es um den Kirchplatz rum einige interessante alte Gebäude.
Hier das Rathaus, 1609 bis 1616 entstanden. Ist aber nur noch die äußere Fassade, die original ist. Der Rest wurde abgerissen und neu gebaut. Das Gebäude, das ist das Amtsgericht. Und von hier aus geht es zum Alten Markt. Früher war hier einmal der Viehmarkt. Hier steht der Sagenbrunnen. Die Figuren zeigen lokal bekannte Personen. Natürlich ist das Fräulein Maria zu sehen, die im Schlosskeller verschwunden ist, und Graf Anton Günther von Oldenburg. Sein Pferd hat ihm im Watt das Leben gerettet. Wir sind jetzt außerhalb des befestigten Stadtkerns. Das hier ist heute die Fußgängerzone mit einigen alten, hübschen Häusern. Da hinten sieht man die bekannte Brauerei. Hier wird Jever gebraut. Das ist das sogenannte Haus der Getreuen. Hier ist übrigens der Bereich, wo früher der Hafen war. Der Klönhof, ein historischer Platz, nett gemacht. Hier steht der sogenannte Brillenbrunnen. Hof und Brunnen, die wurden von einem anliegenden Brillenfachgeschäft gesponsert. Am Alten Markt, direkt am Schloss, da steht der Hof von Oldenburg, eine historische Gaststätte. 1798 war es eines der ersten Gebäude, das hier außerhalb der Schutzanlagen gebaut wurde. An diesem Haus gibt es an einer Außenwand ein Glockenspiel. Wirklich sehenswert. Hier ziehen die wichtigsten Personen der Stadtgeschichte vorbei. 16 Glocken machen die Musik. Gestiftet wurde das Glockenspiel vor etwa 40 Jahren von einem Ehrenbürger der Stadt. Der erste, Edo Wiemken der Jüngere in seiner Rüstung. Er war Häuptling von Jever und Vater von Fräulein Maria. Sein Grab ist in der Stadtkirche. Daneben Fräulein Maria, Edos Tochter und die Erbin. In der Hand hat sie eine Urkunde. Das ist wohl die Verleihungsurkunde der Stadtrechte an Jever. Daneben Anton Günther, der Graf von Oldenburg. Er ist derjenige, dem Maria ihren Besitz vererbte. In der Hand hält er einen Bierkrug, denn auf der Burg wurde damals schon Bier gebraut. Daneben Johann August, Fürst von Anhalt-Zerbst. Er hatte Jever geerbt. Und dann Zarin Katharina die Große, die Jever vom Fürstenhaus Anhalt-Zerbst geerbt hatte. Die Zarin war als 14-Jährige mit ihren Eltern mal in Jever, sonst nie wieder. Sie hat hier übrigens das Reiten gelernt. Katharina überließ das Regieren in Jever ihrer Schwägerin. So, während sich die Tore schließen, verabschiede ich mich aus Jever, einer netten, interessanten Stadt in Friesland. In diesem Sinn, tschüss.